Guten Morgen, everybody. So, ja, heute ist der Tag der Tage. Wir verlassen Peru. Ja, wir müssen zwiegespalten, was dieses Land angeht. Habt ihr im letzten Video gesehen. Hat mir nicht so sehr gefallen. Ich hätte mit Sicherheit so einiges mehr sehen können. Es gibt bestimmt noch ein paar schöne Sachen hier im Norden, dieses Huascara, der Huascara Nationalpark, und noch ein paar andere Sachen in den Bergen. Aber mit dieser seltsamen Ladesituation, sage ich es mal, hier in Peru, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich schaffe. Mittlerweile haben wir erfahren, dieser Typ 1 auf Typ 2 Stecker, dieser Adapter, also an manchen Stellen funktioniert der. Hier funktioniert er zum Beispiel wieder nicht. Zum Glück hatte ich hier einen Typ 2 Anschluss. Also das wird die Zukunft zeigen, wie wir mit diesem Adapter laden können. Ziel ist heute, die Grenze zu erreichen nach Ecuador. Wir werden heute nach Ecuador einreisen, bis nach Loja versuchen zu kommen. Ja, das ist der Plan für heute. Ich bin gespannt, was uns in Ecuador erwartet. Ich bin gespannt auf die Grenze, weil die Grenzsituation zwischen Peru und Ecuador ist ein bisschen brenzlig. Einige Grenzen werden immer wieder mal geschlossen und wieder geöffnet. Das ist eine andere offen. Und dann ist die offen. Aber Macara soll offen sein. Und ich denke mal, ich bin optimistisch, dass es funktioniert. So, dann lassen wir mal gehen. Sí, muchas gracias, adiós. Hasta luego. So, Leute. Wir sind wieder im Chaos. Hier beginnt sich jetzt schon die Vegetation etwas zu verändern. Also diese Wüstenlandschaft ist nicht mehr da. Das ist mehr so dichtes Gestrüpp, Graslandschaft, kleinere Büsche. So, wir kommen jetzt ins Grenzgebiet. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt hier abläuft. Habe ich noch nie gesehen. Hab ich noch nie gesehen, ist gut. Ja, ich denke, wird genauso ablaufen wie bei den anderen auch. Buenos días. ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? Sí, pasaporte. Sí. ¿A dónde se dirige? ¿Eh? ¿A dónde se dirige? ¿De dónde? Sí. De Piura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la Loja? Loja, sí. Sí. ¿Va solo? Solo, sí. ¿Qué país es usted? De Alemania. Alemania. Ok, ¿Qué? Muchas gracias. buen viaje. ¿Y aduana es aquí? Control, pasando. Ah, so, aduana es aquí. Sí, cruzando. Aquí, sí. Gracias. Ya. Ja, so, jetzt passiert immer wieder was Neues, immer was anderes. Ich bin also aus Peru raus, bin also nicht mehr in Peru, Zoll und Migration, aber ich komme in Ecuador nicht rein. Das System ist aus und die können mich nicht reinlassen. Ich habe schon so ein Formular ausgefüllt. Und die Dauer, die ich jetzt warten muss, das kann bis morgen Nachmittag um 3 Uhr sein. So. Das heißt also, wir haben jetzt hier 12:20 Uhr. Kann sein, dass ich hier den ganzen Tag stehe.
Ich habe aber nichts. Ich habe ein paar Chips noch. 2, 3 Gummibärchen. Wasser, Cola. Also viel habe ich jetzt hier nicht mehr. Ja, liebe Leute, das hat jetzt etwas länger gedauert. Muss man hier durch den Tunnel hier durch. So. Ja, das war bisher die längste Grenzüberquerung. Es gibt mit Sicherheit noch längere, aber sie hat jetzt 4,5 Stunden gedauert. So, bis nach Loja denke ich, das wird viel zu spät. Das sind noch okay. Da will er noch was haben. Okay, er wollte nichts mehr von mir haben. Ja, ich will mal gucken. Oh, hier. Loja. Ja, es wären jetzt noch 4 Stunden. Wir haben 4 Uhr, dann bin ich um 8, halb 9 bin ich da. Aha. So, ich muss mich konzentrieren. Hier ist ein bisschen durcheinander. Machala ist nicht viel besser als in Peru. Ups, Quatsch, da nicht. Komm vorbei. So. Ja, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist willkommen in Ecuador. Das kann ich ja jetzt auch sagen. Oh. Habe ich ganz vergessen über die ganze Wartezeit dort. Aber wir sind in Ecuador. Ja, unser 5. Land auf dieser Reise. Und es ist das vorletzte in Südamerika. Da kommt nur noch Kolumbien und dann sind wir in Mittelamerika. Wow. Wir haben jetzt da 52% drin. Also 52% ist richtig knapp, damit nach Loja zu kommen. Wieder. Also ich mache es immer wieder knapp. Aber es ist schön grün hier, die Berge sind grün. Gezahlt wird hier in US-Dollars. Auch ganz gut. Ja, ein Wort noch zu der Grenze. Die Grenze, da war kurios. Also ich war innerhalb von 10 Minuten, also 20 Minuten war ich bei Peru mit Migration und Aduana durch. Und dann hieß es, das System ist down. Da ist wohl irgendwo hier in dem Gebiet ein wichtiges Kabel gekappt worden. Also auch in Loja, die hatten kein Internet, also das ganze Gebiet hatte kein Internet. Und da mussten wir warten. Jetzt hatten die gesagt, also bis spätestens morgen Nachmittag kann das dauern, um 3. Hat aber nicht so lange gedauert. Hat nur 4 Stunden gedauert, dass ich warten musste. Andere schon, also der Ausfall war diese Nacht um 3 Uhr. Ja, dann ging es irgendwann. Ja, und da wollte ich bei der Migration, kam ich durch, alles klar, prima. Dann habe ich erfahren, dass bei dem Aduana, also beim Zoll, ja, die sind jetzt gerade zum Mittag. Dann haben wir da noch ein bisschen gemacht mit mehreren Leuten. Als wir dann endlich kamen, dann haben
haben wir das alles fertig gemacht. Und ja, 4 Uhr war ich durch. Halb 12 da, 4 Uhr war ich raus. So viel zur Grenze. Aber ich habe gehört, in Mittelamerika soll das schlimmer sein. Bin mal gespannt. Ja, habe jetzt hier so eine Unterkunft, so eine Hospitache gefunden, irgendwo am Rand der Stadt. Weiß jetzt nicht, wie sie aussieht, aber das ist mir ziemlich egal. Er sagte, ich kann hier laden. Und das machen wir dann auch direkt. Und versuchen das mal. Ne? So, hier in Ecuador. Eine Unterkunft gefunden. Da rutscht doch alles von danach. Spitzen. Okay. So. Ja. Ist jetzt eine relativ einfache Unterkunft. Aber sauber und ist okay. So. Aber hier ist richtig Party. Ja, ich sehe. So. Ja, das ist doch schön. Badezimmer. Okay, alles klar. So. Wie gesagt, ich kann hier laden. Unterschied ist jetzt nur, Ecuador hat nur 110 Volt. Das heißt 9 Ampere, 110 Volt. Das ist noch nicht mal 1 Kilowatt. Es würde mir aber reichen, dann kriege ich 10 Kilowatt dazu die Nacht, oder 12. Dann habe ich morgen kein Problem. Dann kann ich ganz in Ruhe nach Loja fahren. Besser als jetzt riskieren, da über den Berg nicht drüber zu kommen. Muss man ja nicht jedes Mal machen. Ne? So, alles klar, ja. Ich richte mich jetzt erstmal ein hier. Es ist lecker warm, 35 oder 36 Grad haben wir draußen. Also hier friere ich jetzt nicht mehr und ich brauche keine dicke Jacke mehr. So, alles klar, bis später. So, jetzt gehe ich erstmal raus und schauen, was hier so los ist. Okay, ja, das ist eine Party hier. Vegetation, ein bisschen tropischer. Okay. Das werde ich aber da unten für Kinder, da werde ich jetzt nicht viel aufnehmen, das mache ich grundsätzlich nicht. Von daher noch mehr über Feierabend. So, guten Morgen, everybody. Ja, willkommen an einem neuen Tag. Helllichter Sonnenschein, schönes Wetter, warm. Und wir brechen jetzt weiter auf. So, ich checke jetzt erstmal aus und dann... Guck mal hier. Sieht hier schon richtig tropisch aus. Okay, wie gesagt, ich checke erstmal aus und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. So, okay. Wir sind wieder im Auto. Planung läuft. Heute geht's nach Loja. Und die Entfernung, ja, wir nehmen eine Strecke, die ein paar Kilometer länger ist, aber sollte dafür schöner sein. Die Entfernung ist 190 Kilometer. Wir sind jetzt bei 63%. Das müsste eigentlich reichen. Also bei normaler Fahrt müsste ich mit 1% ankommen. Dort gibt es eine Ladestation von Condor Charger, so nennt sich die Firma. Ich hatte mit denen über WhatsApp ja schon geschrieben. Die werden mir da helfen. Ja, die Fahrt dauert 4,5 Stunden.
Wir haben jetzt 9 Uhr, 23 Grad, schönstes Wetter. Und ja, wir legen jetzt mal los, ne? Und ich hatte vorher noch dran gedacht, nimm die Flasche da runter. So was Dusseliges. Ja, passiert mir immer wieder. Gut. Ja, hier hat ein riesiger Erdrutsch die ganze Straße zerstört und wir sind die Schatten. Also wenn das hier Friends will runterkommt. come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'll be here forever, waiting for your call. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine's still the same. 'Cause I still love them all, and my heart's not to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'm fixed in a framework that is moving beyond my control. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'll be here forever, waiting for your call. Ja, wir sind jetzt in der Stadt Cajamarco angekommen. Und ja, das ist die letztgrößere Stadt. Danach kommt ein Berg und dann kommt Loja und dann kommt die Ladestation, die hoffentlich funktionieren. Ja, ich muss noch etwas nachtragen. Gestern an der Grenze, da hatte ich noch 2 Pärchen getroffen, die beide auch so eine Rundreise machen. Der eine weiß ich gar nicht, wo der ist, Argentinien, und der andere Pärchen ist aus Kolumbien. Die sind gerade auf der Rückreise nach Kolumbien. Ja, und die haben sich so ein bisschen unterhalten. Ich habe so die Hälfte mitgekriegt, wenn die dann auf Spanisch sagten. Und dann gab die Sprache, also der eine ist jetzt quer durch Brasilien, durch den Dschungel und alles gereist und war toll und wunderbar. Und dann fiel dieses Wort Quillabamba.
Das ist ja der Ort, wo ich in den Dschungel runter wollte und von da aus dann weiter. Ja, und dann hat er berichtet, also das sind die schlimmsten Straßen, die er auf der ganzen Strecke in Südamerika erlebt hat. Also das ist unmöglich zu fahren, also fast gar nicht. Ja, und dann habe ich dann nochmal nachgefragt und haben die es bestätigt. Also irgendwie habe ich dann doch zufällig Glück gehabt, nicht diese Straße zu fahren. Weil ich hatte schon etwas Ähnliches im Internet gesehen. So die Straßenverhältnisse, obwohl so ein Motorradfahrer, den habe ich da mal gesehen, wie er da durchfährt. Und das war schon extrem. Und das, was der Mann da beschrieben hatte, nachher an der Grenze. Also ganz gut. Manchmal muss man auf sein Bauchgefühl hören. Es ist einfach so. Und in dem Fall war es dann auch richtig. So, bin jetzt angekommen an der Ladestation. Jetzt hoffe ich nur noch was zum Laden bekommen. Das werden wir jetzt mal schauen. Ja, hat alles funktioniert, super. Also ich habe jetzt mit Condor Charge, kann man empfehlen, über WhatsApp kann man kontaktieren. Den habe ich jetzt wieder angeschrieben, sofort geantwortet, kein Problem, ich soll einstecken, startet das Laden, er lädt. So, ich brauche eine Stunde, 15 Minuten vielleicht. Er sagt, eine Stunde verbleibt, aber zum Schluss braucht man ein bisschen länger immer. Und dann sind wir wieder auf 100% und können weiterfahren. Ja, das ist doch mal super. Ja, hat alles funktioniert. Ich habe bis 80% aufgeladen. Und jetzt hier in Locha werden wir nicht sehr viel machen. Werden ein Stückchen weiterfahren. Also bis nach Cuenca werden wir nicht fahren. Das macht keinen Sinn. Und das ist zu weit. Da komme ich erst halt abends spät an. Deswegen, ich habe jetzt geladen, habe ich mir bei Booking.com ein kleines Hotel gebucht, eine kleine Unterkunft. Hotel ist es nicht, aber eine Unterkunft. Die ist aus dem halben Weg, eine Stunde, anderthalb Stunden entfernt. Ich glaube, jetzt zieht gerade so eine Schlechtwetterfront rein. Wolken tief, es ist dunkel, aber es ist dunkel. Sonne scheint nicht mehr. So, wir sind jetzt in der Nähe von dem Hotel, so nennt sich das. Mal schon mal sehen. Okay.
Okay, dann schauen wir mal nach. So, das ist wirklich ein richtig kleines, schönes Hotel. Werdet ihr jetzt sehen. Schaut mal hier. Ist nicht cool? So, hier ist jetzt das Häuschen, wo ich untergebracht bin. Ja, und das ist mein Zimmer. Schönes Badezimmer noch. Ja, okay. Also das ist jetzt wirklich überraschend. Hab hier einen Ausblick aus die Stadt. Ja, die Stadt ist jetzt nicht so berühmt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Stadt zu bieten hat. Aber ihr werdet kaum raten, was das Hotel kostet. Das Zimmerchen kostet nur 20 Euro. Also, ja, richte mich jetzt erstmal ein hier. Und dann denke ich, ja, für heute ist es das, glaube ich. Machen wir erstmal Schluss mit dem Video. Wird hier die Nacht verbringen. Morgen geht es dann weiter nach Cuenca. Weiß nicht, da würde ich wohl einiges mehr machen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was wir machen. Und das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Also bis dahin, alles Gute.